Schönen guten Tag, liebe Freunde. Ich begrüße euch ganz herzlich aus Irkutsk. Heute am 5. Dezember 2024 haben wir angenehmes Wetter, draußen minus 7 Grad Celsius. Leider gibt es heute keine Sonne. Ich bin hier wieder in meinem Viertel Solnitschny. Das Eis ist in der Bucht schon stärker geworden. Die Bucht ist zugefroren. Möchte hier jetzt eine Runde drehen, um euch zu zeigen, wie hier die Gegend im Winter aussieht. Das sind die Schiffe. Das Eis ist dick genug, um darauf zu laufen, ohne Angst zu haben, ins Wasser zu fallen. Da drüben kann man den Wohnkomplex Symbol sehen. Das ist mein beliebter Wohnkomplex. Man muss mindestens mit 80.000 Euro rechnen, um dort eine Einzimmerwohnung zu kaufen. Im Sommer, ja, in der Sommerzeit kann man hier einige Schnellboote sehen der reichen Menschen, die genug Geld haben, um sich sowas zu leisten. Da drüben auf der anderen Seite befindet sich die Siedlung der Millionäre. Diese Siedlung heißt Greenland, grünes Land. Dort kostet eine Villa etwa 2-3 Millionen US-Dollar. Und da drüben, weiter am Hügel, kann man einen anderen Wohnkomplex sehen mit dem Namen Sun City. Ich habe schon ein Video von diesem Wohnkomplex gemacht. Ja, dort kosten die Wohnungen auch teuer. Schön ist die Gegend. Hier herrscht Ruhe, wohlhabende Umgebung. Mir gefällt dieses Viertel. Da vorne sehe ich die Zelte, Eisfischer, sie angeln. Schaut euch bitte dieses Video bis zum Ende an. Ich zeige euch die Gegend am Baikalsee, wo man ein Holzhaus kaufen kann, und erzähle euch etwas über die Gegend am Baikalsee-Ufer, wo es sich lohnt, ein Grundstück mit Haus zu kaufen und wo nicht. Dann habt ihr eine bessere Vorstellung von Dörfern am Baikalsee. Danke, dass ihr dabei seid. Wie versprochen möchte ich euch weiter in diesem Video einige Dörfer zeigen, wo man ein Holzhaus kaufen kann, die ich empfehlen kann. Für den Fall, wenn ihr in der Region Irkutsk leben möchtet. Das mache ich aufgrund der Google Maps. Hier ist die Stadt Irkutsk. Und ich beginne mit der Richtung zum Dorf Listwanka. Diese Straße führt zum Baikalsee bis zum Dorf Listwanka hier. Aber ich beginne von vorne. Das ist das Viertel Solnitschny am Rande der Stadt, wo ich momentan wohne. Und hier weiter gibt es einige Siedlungen. Diese ist teuer. Ich kann euch diese mal empfehlen. Molodezhny. Hier befindet sich das Institut für Landwirtschaft. Hier gibt es auch einige Angebote auf den Immobilienseiten. Und ja, die größte Immobilienseite heißt in Russland cyan.ru, und es gibt noch eine weitere Seite mit kleinen Anzeigen, sie heißt avito.ru. Dort kann man viele Verkaufsangebote in der Region finden, einschließlich diese Siedlung Molodezhny. Der Vorteil ist, sie liegt nicht weit von der Stadt, und bis dahin pendeln auch die Busse. Man kann hier wohnen, wenn man kein Auto hat. Je weiter von der Stadt, desto wichtiger ist ein Auto. Jetzt schauen wir weiter, was dort liegt. Das nächste Dorf heißt Burdakovka, so ein kleines Dorf. Nichts Besonderes. Dann noch ein Dorf, Burduguz,
liegt auch am Ufer des Flusses Angara. Da gibt es auch einige Unterkünfte für die Touristen. Das ist Teil C, Freilichtmuseum mit Holzhäusern. So ein historisches Museum, wo die alten Holzhäuser ausgestellt sind. Das ist kein Dorf, nur ein Museum, Teil C. Das ist alles der Fluss Angara. Der Fluss fließt aus dem Baikalsee. Also hier ist das große Dorf, das ich euch zum Leben empfehlen kann. Es heißt Bolschaja Rechka. Hier gibt es auch einen Campingplatz für die Autos. Das sehe ich an diesem Zeichen. Ja, das Dorf ist groß und hier kann man sich was finden. Bolschaja Rechka, hier gibt es sogar eine kleine Bucht. Und in der Sommerzeit kann man hier vermutlich auch baden, denn das Wasser im Fluss ist ziemlich kalt. Ja, soweit mit dieser Richtung. Und hier befindet sich das Dorf Listwanka. Das ist schon der Baikalsee. Hier ist die Grenze. Hier ist die natürliche Grenze. Besonders im Winter kann man hier diese natürliche Grenze zwischen dem Baikalsee und dem Fluss Angara sehr deutlich sehen. Der Baikalsee friert zu, bekommt Eis, aber der Fluss Angara friert nicht zu. Und dann sieht man diese natürliche Grenze sehr gut. Also im Dorf Listwanka würde ich nichts kaufen. Das Dorf ist überteuert. Dort sind viele Touristen unterwegs und verkauft werden dort meistens kleine Hotels und Unterkünfte. Also zum Leben würde ich nur diese Dörfer entlang dieser Autostraße empfehlen, die ich genannt habe. Bolschaja Rechka wäre ein optimales Variant, wenn ihr weiter von der Stadt leben möchtet. Aber näher zu der Stadt empfehle ich diese Siedlung, Molodezhny. Die Preise schwanken dort von 50.000, nein, sogar von 80.000 Euro bis 200.000 Euro. Ja, das war's mit dieser Richtung zum Dorf Listwanka. Und die andere Richtung, das ich euch zum Leben empfehlen könnte, ist diese hier im südlichen Teil des Baikalsees. Vom Dorf Kultuk bis zum Dorf Vydrino. Das Dorf Kultuk will ich nicht empfehlen, das ist so ein kleines armes Dorf. Dadurch fahren sehr viele Laster, sehr viele PKWs, LKWs, zu laut und da ist nichts los. Und da gibt es auch viel Wind von den Bergen. Weiter befindet sich der Ort Sludjanka. Das ist so eine kleine Stadt, eine Mischung aus Dorf und Stadt. Es gibt auch viele Verkaufsangebote für Holzhäuser und für die Wohnungen. Also die Auswahl ist groß auf den Immobilienseiten. Also das Dorf, dieser Ort ist so interessant, weil hier dadurch die Eisenbahn, die Transsibirische Eisenbahn verläuft, aber ansonsten so im Allgemeinen ist dort nichts los. So alleine, wenn man dort so alleinstehend lebt, dann ist das langweilig dort. Hier kann man leben, wenn man einige Familien zusammen hinziehen und dort so eine Gemeinde aufbauen. Das wäre interessant. Ja, und der Ort ist von kleinen Bergen umgeben. Die Natur sieht dort im Sommer sehr schön aus. Ja, der Baikalsee friert zu und hier entsteht so eine weiße Wüste. Sie sieht schön aus, besonders an einem sonnigen Tag. Weiter nach Sludjanka gibt es so ein kleines Dorf zu Khoiruchei. Das ist ein sehr kleines Dorf. Die Stadteinwohner haben dort die Häuser für die Dacha als Wochenende Häuser, also nichts los ist dort, will nicht empfehlen. Diese Dörfer kenne ich nicht. Buravshina, Muravei, Mangatui. Das ist die Stadt Baikalsk, eine so mittelgroße Stadt, bekannt mit Skilaufgebiet.
Die Stadt ist leider arm und verfallen, braucht sehr viele Investitionen, sehr viel Geld, also auch nichts los. Die Bevölkerung ist arm, würde abraten. Aber weiter an der Grenze, hier ist die natürliche Grenze zwischen der Region Irkutsk und der Region Burятien. Dieser kleine Fluss. Und hier auf der linken Seite befindet sich das Dorf Novosnezhnaya. Dieses Dorf kann ich zum Leben empfehlen. Das ist so ein gemütliches, nettes Dorf. Und auf der anderen Seite beginnt schon die Region Burятien. Und zwischen den beiden Dörfern gibt es eine Fußgängerbrücke. Und man kann auf die andere Seite gehen. Und hier in Vidrino befindet sich ein Bahnhof. Einige Züge halten dort an. Und man kann in den Zug einsteigen und nach Irkutsk fahren. Aber für das Leben im Dorf Novosnezhna braucht man ja ein Auto. Ohne Auto macht das Leben in so einem kleinen Dorf keinen Sinn. Also wird es schwierig sein. So sieht es aus. So kurze Vorstellung, ein kurzer Überblick über die Dörfer. Und hier befindet sich ein kleines Dorf, Port Baikal. Dieses Dorf ist echt für die Leute, die weit weg von der Zivilisation wollen und mögen so ein Leben weg von der Zivilisation. Hier gibt es nicht so viele Dörfer und hier endet die Rundbaikal-Eisenbahn. Es pendeln ab und zu die Züge entlang des Ufers nach Sludjanka. Diese Gegend ist im Sommer sehr schön. Als Tourist kann man diese Strecke mit einem Touristenzug gerne befahren. Ja, 4 Stunden dauert die Reise entlang des Ufers. Sehr schön im Sommer. Und es gibt noch ein kleines Dorf, Bolshoye Koty. Auch liegt dieses Dorf abgeschnitten. Aber hier gibt es so einen Wanderungspfad nach Listwanka. Und im Sommer pendelt auch ein Tragflügelboot von Irkutsk bis nach Bolshoye Koty. Mit einem Halt in Listwanka natürlich. Ich habe ein Video mit so einer Reise im Sommer gemacht. In der Playlist Baikalsee kann man dieses Video finden. Ja, so sieht es aus. Also noch einmal diese Richtung von Irkutsk nach Listwanka. Und da gibt es gemütliche Dörfer, die liegen aber am Fluss Angara. Und hier im südlichen Teil des Baikalsees einige Dörfer. Die Auswahl ist groß. Jeder entscheidet selbst, wo es ihm am besten gefällt. Aber zuerst muss man diese Gegend natürlich besuchen und anschauen, ob diese Gegend überhaupt zum Leben geeignet ist. Das war's von mir für heute, liebe Freunde. Danke für das Anschauen. Ich wünsche euch alles Gute im Alltag. Wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.